Noch ein neuer Ort. Jetzt geht's aber los hier mit den Orten. Ich bin mal gespannt, ob man hier... genau das, was wir brauchen. Ne, Moment, wir brauchen noch einen Elch. Ob es hier noch andere Spots gibt, wo man jagen kann. Ne, jetzt brauchen wir kein Häschen mehr. No. Ein Elch, bitte. Einen Elch. Kein Hase. Ansonsten können wir ja auch sagen, wir sind jetzt nur noch Jäger und Sammler, jagen den ganzen Tag. Oder gehen fischen den ganzen Tag, zusammen mit Gunther. Führen mit Gunther spannende Gespräche. Okay, jetzt hätte ich gerne mal einen Elch. Weiß ich die ganze Zeit hier mit verbringen, zu jagen und auf den Elch zu warten. Vielleicht sind noch alle Elche ausgestorben, hab schon alle gefangen. Das wäre natürlich total super. Der weiß ganz genau, dass ich einen Elch brauche. Und gibt mir keinen. Bitte, ein Elch! Oh, darf doch nicht wahr sein. So kann man Spiel natürlich auch in die Länge ziehen. Zumindest ein bisschen. Ja, geht doch. So, komm, mehr als 3 Tiere fangen wir sowieso nicht. Und ab in die Stadt zu Ivan. Und der kann uns direkt mal unsere Armor upgraden. Wie viel Gold wir denn haben? 160, das geht. Das machen wir. Furl Armor Level 2 offers 120 HP Protection. It costs 160 Gold and requires 1 Deer Pelt and 1 Elk Pelt. Das ist okay. So, den Rest können wir verkaufen. Den brauchen wir erstmal nicht. Halt, bitte alles verkaufen. Okay. Mal schauen, was er für eine neue Waffe im Angebot hat. A Crossbow für 300 Gold. Würde denn... Das zeigt er mir gar nicht an, wie viel Attack das macht. Ne? A Crossbow which can be used with a variety of bolts. Damage that inflicts varies depending on which bolts you use. Okay, you don't have enough gold to buy this weapon. Moment, anders. Dann gehen wir erst kurz ein bisschen angeln. Having a pond right in the middle of the village square doesn't seem thing you see in most villages. It's pretty clean and well maintained as far as ponds go and not overwhelmed with mosquitoes or other pests. Dann kaufe ich nämlich jetzt diesen Crossbow, auch wenn es richtig viel Geld kostet. Und ich eigentlich noch ein paar, ja, jetzt mittlere Heiltränke kaufen wollte. Jetzt, wo wir doch 140 HP haben. So, Gunther. Sell all. Praktisch. So. Upgrade Weapon. Genau. Ah, wir haben jetzt 2 Waffen. Das ist ja gut. Ne, doch nicht. Zepper Bolts to equip it. 45 Damage. Eisenbolt. Ah, okay. Verstehe ich. Schade, dass wir jetzt nicht nur das Schwert haben, dass man das dann irgendwie, ja, aussuchen könnte. Was hatte denn das Katana? Das hatte 45, oder? Ne, 42 hat das Katana und dieser Eisenbolt macht jetzt 45 Schaden. Ja, das ist okay. Das ist okay. Jetzt können wir uns zwar gar nichts mehr leisten, aber wir können weiter traveln. Genau, zum Haus wollten wir. Wir haben jetzt hier einen kleinen Schlüssel und der könnte jetzt ja eventuell hier unten passen. That doesn't work. Ja, dann halt in dieser Uhr. You try the small silver key in the lock. Success! It fits perfectly. You twist the key, unlock the panel and swing it open. Okay. You examine the clock face. Okay. 2:25 Uhr. Ich habe keine Ahnung, was er von mir will.
5 und dann geht er auf 5 nach 10. Muss ich eine bestimmte Kombination klicken? Also, das ist dann 7, 11. Ich muss mir das wieder notieren. 7, 11. Das ist auch falsch. 7, 11, 1, 11, 2. Das braucht man jetzt ja nur durchprobieren. 7, 11. 7, 11, 4. 7, halt mal, 7, 11, 4. Das kann ja wieder alles sein. Sieben, 11, 4, 9. 7, 11, 4, 9, 10. Perfekt, da haben wir es doch. Und 12 zum Ende. Nochmal aufschreiben. You hear a click as a small scroll of paper pops out of the bottom of the clock face. As you pick up and unroll the scroll, a large, dull iron key falls out from inside it. You pocket the key and continue unrolling the scroll. Upon user examination of the paper, you realize it's a portion of what appears to be a large map. Cool. Das ist ein Teil davon, oder? It's the first of 4 map pieces which apparently shows the way to the witch who lives in the mountains. Once collected, you will need to assemble all 4 pieces on a large base piece to create the final map. Also wenn wir alle 4 Teile haben, dann braucht man noch ein großes Teil, wo wir die 4 Teile dann drauflegen, kleben können, wie auch immer. Kann ich mit dem Schlüssel jetzt hier unten das Ding aufmachen? Yep. Using the large iron key, you carefully attempt to unlock the cupboard under the stairs. The door unlocks and swings open. Whatever inside here was not meant for your eyes, given the amount of trouble the owners taken to keep the contents of this cupboard hidden. You take a peek inside, not quite knowing what to expect. Jump scare? Nee. You're disgusted at what you see inside. A mummified baby skeleton lies inside the old box. Given the bizarre dried blood patterns everywhere, you can only conclude this poor child was used in some kind of sick magic ritual. Ja, super. You stare at the dead baby with mixed feelings of horror and pity. A nasty-looking intake mark on the baby's skull and the dried blood splatter suggests the child died from a severe blow to the head. What kind of sick individual would do such a thing? A fragrant herb has been sprinkled around the box. Upon closer inspection, you realize it's dried sage. You take some of the dried sage. Oh, das arme Baby. Was haben wir denn hier? Ein Buch? It's a large, dusty book. Sits in the corner. You pick up the book, blow the dust of it and take it with you. Was haben wir hier? Zeichen, Markierungen. It's a baby skeleton. You feel sick in your stomach knowing the child was murdered. Sonst scheint es hier nichts mehr zu geben. Schauen wir uns mal das nochmal. Dried sage. It's a small handful of dried sage leaves. A useful herb not only for cooking, as it said that sage is long been used in magic. Was ist mit dem Buch hier? It's an old dusty book on what you are assuming in magic is magic. The strange lettering and the diagrams are beyond your understanding. It might be wise to consult someone who knows about these things. Sima oder The Witch halt. Ja, sollen wir jetzt das Baby hier liegen lassen? Weiß ich jetzt auch nicht. Wenn es sein muss. Tolles Haus. Ermordetes Baby unter der Treppe. Eine durchgeknallte Emily, die vom Teufel besessen war oder von irgendeinem Dämon. Ganz tolles Land hier. Ganz tolles Land. So, schauen wir weiter. Gehen wir mal zurück in die Stadt, reden nochmal mit Sima. Vielleicht hat die ja Ahnung von dem Buch. You hand her the book and ask her opinion on its bizarre contents.
She briefly flicks through the pages, nodding her head while glancing over the strange symbols. Yes, I recognize these symbols. This is a book of magic protection. Most of the symbols in the book are either faded or beyond my understanding, but there are a few that I know of which can still be used if they are inked onto the person's skin. Also das eintätowieren lassen. Lucky for you, I have some amenity from my homeland. It's an extract of the henna plant, which can be used on the create temporary tattoos. Okay, if you require a certain type of magic protection, just let me know, and I will tattoo the relevant symbol on your right arm. Okay, also auch noch Magie kommt ins Spiel. You can now get magic protection in the form of tattoos. One more thing, something came to me recently regarding your search for the witch in the mountains. Something came? Nicht someone? I'm sure you've already met Gunther. He's not an easy person to forget. The poor man wasn't always crazy, you know. He was quite an intelligent, smart young man at one time who was in love with a young lady from the Carrickberg household. Her name was Victoria. They were quite the romantic couple. Was ist dann passiert? Ich will's unbedingt wissen. Then, one day, Victoria disappeared. He spent weeks searching for her, but with no luck. After a while, he became suddenly suspicious that Victoria's own father had done something terrible to her. He had no evidence to back up his suspicions, but was determined to find out the truth. Now, what the truth really is, nobody knows, but I know one thing. That girl has not been seen for a long time, and since she disappeared, Gunther just spiraled further and further into madness, trying to find out what happened. If you ask me, I think she is no longer in this world. Her father wasn't exactly the most noble of men, and there were rumors that he was dabbling in necromancy and the dark arts. Duh. It's a sad and unfortunate affair. Gunther's madness is beyond help, and he will sadly never go back to being the same person he once was. But it might be worth asking him if he knows anything about the witch in the mountain. He was very well connected at one time and could remember something important. If you can decipher his ramblings, he may possibly be of some assistance. Der wird doch jetzt sicherlich nicht für jede Frage, die ich ihn stelle, vorher ein Rätsel stellen. Was können wir denn für Tattoos machen? 90 Gold will ich dafür auch noch haben. Schutz gegen Electricity. Suppresses Enemy Health Regeneration. Das kann natürlich auch hilfreich sein, wenn die sich irgendwann mal heilen können, die Gegner. Ja, die beiden Sachen im Moment nur. Gunther, erzähl mal, Gunther. You feel a sense of pity in your heart as you look at Gunther and think about what Seema told you. You ask him about the mountain witch. Barlow know where witch is. Gunther hear him talking once. You're asking about this Barlow character. Batman, Gunther suspicious. Gunther think he killed Victoria. He take Gunther's love. Also ist dieser Barlow der Vater von Victoria. Gunther know it. Gunther no proof, but Gunther know it in heart. You go find Mr. Barlow. He live in Carrickberg house. House on island in lake in Blackwood forest. Gunther not lie. It's true. You go ask. Barlow know about witch and he know about Victoria. Shh. Gunther tell your secrets, okay? Barlow hate green malachite. What? Wo krieg ich dat her? Eat bad and make him much hurt much. Barlow also not become dead easily. If life low, he make more health with magic. You stop health regeneration when you defeat Barlow. Alles klar, brauchen wir also doch tatsächlich dieses Tattoo. Gunther tell you another secret. Barlow has special door on Carrickberg house. Okay. Door secret is knock twice and ring thrice. Or maybe secret is ring thrice and knock twice. Ja, was denn jetzt? Entscheid dich. Zweimal. Schreib mir auf. Zweimal klopfen. Einmal ringen. Zweimal ringen. Einmal klopfen. Da ist er sich nicht so sicher wohl. Gunther forget. Now you go.
You go to Blackwood Forest and find Kiribati House on Lake. You go find Victoria. Find for Gunther. Ja, Gunther, gar kein Problem. Das mache ich ja. Warum eigentlich nicht? Das ist dann vermutlich hier unten, oder? Sollen wir vielleicht erstmal die anderen Orte abklappern? Vor allem brauchen wir auch Kohle, um uns das Tattoo zuzulegen. Da führt ja kein Weg dran vorbei. Allerdings kann Steven uns da jetzt noch nicht helfen. Da muss ich mal wohl ein bisschen jagen gehen, um an Kohle zu kommen.